Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Regina Göhlert. Ich bin Referentin für internationale Berufsbildungszusammenarbeit bei der Handwerkskammer von München und Oberbayern und möchte mir heute gemeinsam mit Ihnen unser Modul Nummer 4, Unterstützung des Lernenden durch eine ganzheitliche Orientation des Lernprozesses, anschauen, das wir im Rahmen des Projekts Future Skills for Trainers entwickelt haben. Wir werden uns gemeinsam anschauen, was die Hintergründe des Moduls sind, wie das Modul aufgebaut ist, was die Lernziele sind, was die Inhalte sind und werden dann gemeinsam auch einen Blick auf die Lernplattform werfen und uns eine Lektion grob anschauen, damit Sie einfach einen guten Einblick in die Materialien und in das Modul haben. Was ist der Hintergrund des Moduls? Warum haben wir uns entschlossen, dieses Modul zu entwickeln? Ähm, äh, Ausbilderinnen und Ausbilder stehen in ihrem Berufsalltag vor großen Herausforderungen. Sie haben mit Unterrichtsgruppen zu tun, die immer heterogener sind, in denen Auszubildende mit verschiedenen beruflichen, persönlichen Erfahrungen sind. Es gibt beispielsweise junge Jugendliche und junge Erwachsene und junge Menschen mit Lernschwierigkeiten und Lernproblemen. Und viele dieser Auszubildenden brauchen einfach auch eine ganz individuelle Unterstützung. Und wie man mit diesen unterschiedlichen Charakteren umgehen kann und wie man einen Weg finden kann, um sie einfach zu unterstützen. Dafür haben wir dieses Modul Nummer 4 entwickelt, das eben einen breiten Einblick geben soll in, wie man Lernprozesse organisiert und individuell gestalten kann. Hm, Was sind jetzt die konkreten Lernziele des Moduls? Also welche Kenntnisse sollten die Ausbilder mitnehmen, wenn sie den Kurs gemacht haben? Wir fokussieren uns hier auf 3 Themen. Einmal Grundlagen des ganzheitlichen Lernens. Das heißt, die Kursteilnehmer verfügen am Ende über grundlegende Kenntnisse der pädagogischen Theorie. Lernziel Nummer 2 ist Lernen unterstützen. Das heißt, die Auszubildenden können konkrete Anleitungen, wie sie die individuellen Prozesse von Jugendlichen und jungen Erwachsenen unterstützen, anwenden. Ziel Nummer 3 ist es, Erfolge zu fördern. Das heißt, am Ende sind die Teilnehmenden in der Lage, Lernfortschritte zu beurteilen, konstruktives und motivierendes Feedback zu geben. Wie ist das Modul aufgebaut und strukturiert? Das Modul ist ja als Blended Learning Kurs entwickelt. Das heißt, es ist aus 2 Teilen aufgebaut, einmal aus einem Online-Teil und aus einem Präsenzteil. Der Online-Kurs hat einen Lernumfang von ungefähr 6 Stunden. Er ist gedacht zum Selbststudium, also dass man sich die Kenntnisse neben dem Beruf noch aneignen kann und auch inhaltlich den Präsenzkurs vorbereiten kann. Der Präsenzkurs ist angelegt auf einen Tag von 8 Stunden und dient zum weiteren Aufbau und eben zur inhaltlichen Vertiefung der Kenntnisse, die im Online-Kurs erworben wurden. Inhaltlich ist der Kurs wie folgt strukturiert. Wir haben eben, wie ich gerade schon erwähnt habe, einmal das Online-Training und einmal das Präsenztraining. Beide Trainings sind jeweils in 3 Abschnitte eingeteilt. Und das sind eben und orientieren sich an den erwähnten Lernzielen. Das heißt, einmal die Grundlagen des ganzheitlichen Lernens. Abschnitt 2 ist Lernen unterstützen und Abschnitt 3 Erfolge fördern. In dem Zusammenhang ist nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Inhalte, auch wenn hier jetzt die gleichen Lernziele formuliert werden und manche Punkte sich wiederholen, dass es so ist, dass die Inhalte in beiden Trainings unterschiedlich sind. Also dass es nicht reicht zu sagen, ich mache nur das Online-Training und ich mache nur das Präsenztraining, sondern dass beides ist miteinander verzahnt und um wirklich alle Lerninhalte mitnehmen zu können und wirklich von dem Training profitieren zu können, ist es notwendig, dass man beide Einheiten macht, also sowohl Online-Training als auch Präsenztraining.
diese jeweiligen 3 Abschnitte sind dann in jeweils 2 Lektionen eingeteilt. Und um vielleicht mal grob ein bisschen noch mal darauf hinzuweisen, was alles behandelt wird. Also, es geht hier darum, dass werden einerseits Lernformen und Lerntypen vorgestellt. Es werden Methoden wie beispielsweise die WOOP-Methode vorgestellt. Es geht darum auch um Themen wie Zeitmanagement und Übungen, um die Konzentration zu verbessern. Also, es ist wirklich wie das Modul eben heißt, es geht wirklich um den ganzheitlichen Lernprozess, der hier vorgestellt wird. Am besten kann man hm, dann möchte ich Ihnen noch vorstellen, welche Lern- und Lehrmaterialien verwendet werden. Es ist so, dass der Online-Teil vor allem aus PowerPoint-Folien und Arbeitsblättern besteht, mit denen sich die Lernenden die Inhalte eben selbst aneignen können. Wir haben auch Quizfragen mit drin, um das Erlernte für so eine Art Selbsttest, einfach um mal zu sehen, okay, wie viel habe ich mitgenommen, habe ich alles verstanden? Sollte ich vielleicht noch mal weiter vorne mir noch mal Punkte genauer anschauen? Wir haben dann auch Links drin zu weiteren Informationen und Medien, wie beispielsweise YouTube-Videos, damit man das Erlernte einfach mal noch in einem anderen Kontext sehen kann. Diese Materialien können auf eine Online-Lernplattform eingespielt werden. Wir haben im Rahmen des Projekts für unsere Pilotmodule die Plattform Moodle verwendet, aber theoretisch kann man diese Materialien natürlich auch in eine andere Lernplattform einspielen. Für den Präsenztag und den Trainer, der dann vor Ort die Trainings durchführen wird, haben wir ein breites Angebot an PowerPoint-Folien und Arbeitsblättern entwickelt, sodass man dann die Themen dort mithilfe Flow- und Flipcharts und auch Gruppenübungen vertiefen und weitervermitteln kann. Am besten werfen wir jetzt einfach mal einen Blick gemeinsam in die Lernplattform, damit Sie eine Vorstellung haben, wie das dann in der Praxis eben aussieht, und würden uns dann noch gemeinsam die Lektion Lernschwierigkeiten meistern anschauen. In dieser Lektion lernen Teilnehmende Methoden aus den Bereichen Konzentration und Aufmerksamkeit, Lernorganisation, passende Lernstrategien und Zeitmanagement kennen. Aber jetzt schauen wir einfach mal in die Plattform grundsätzlich rein und schauen uns überblicksartig Modul Nummer 4 an. Hier sehen wir die 3 Abschnitte, die ich vorhin erwähnt habe: Grundlagen für ganzheitliches Lernen, Lernen unterstützen und Erfolge fördern. Ganz oben haben wir hier noch mal ein kleines einleitende Absätze mit drin, in dem noch mal erklärt wird, wie ist das grundsätzlich aufgebaut, was für Unterlagen gibt es, und einfach um in das Thema noch mal einzuleiten. Die verschiedenen Abschnitte, die wir erwähnt haben, kann man dann hier separat öffnen und findet dann hier die vorhin erwähnten Lektionen. Manche der Lektionen, wie wir hier zum Beispiel sehen, Lernen benötigt Motivation, ist in 2 Teile aufgeteilt. Das erklärt sich so, dass wir das Ziel hatten, dass die Lektionen, die einzelnen, ungefähr von der Länge gleich sind und auch relativ kurz sind, sodass jemand, der eben diese Lektionen neben der Arbeit sich abends vielleicht noch aneignen möchte, wirklich kurze abgeschlossene Lektionen hat, die zeitlich einfach gut machbar sind. Hier wird eben kurz noch mal zusammengefasst, worum es in jeder Lektion geht, und man kann dann hier auch direkt auf die Quizfragen klicken. Vergleichbar sehen auch die beiden anderen Abschnitte aus. Jetzt gehe ich noch mal ganz kurz zurück in die Präsentation. Einen Moment. So. Genau. Und von hier klicken wir jetzt noch mal in die Lektion Lernschwierigkeiten meistern.
Wie Sie hier sehen können, ist das Ganze eben in der PowerPoint aufgebaut. Man kann sie hier einfach durchklicken oder hier auch noch mal größer machen, wenn man möchte, und dann eben in einem separaten Fenster öffnen. Aber für unseren Zweck schauen wir es uns jetzt einfach mal in dem Format an. Man sieht hier, dass auch Bezug genommen wird darauf, wie lang die anderen Teile jeweils sind, sodass man weiß, okay, es gibt insgesamt 3 Teile, jeweils 30 Minuten, dass man sich wirklich gut vorbereiten kann und weiß, okay, so viel an Zeit sollte ich aufbringen für diesen Teil. Es wird dann auch noch mal kurz erklärt, was die Lernziele sind. Und dann geht es direkt hier in das Thema. Es wird auch nochmal erwähnt, dass es eben diese Selbstlernphasen gibt, die auch eine Vorbereitung auf das Präsenztraining sind. Diese Lektion mit den Teil 1 ist jetzt hier so aufgebaut, dass nochmal Bezug genommen wird auf verschiedene Methodenbeispiele, die eben im Laufe des Kurses behandelt werden. Und man hier sich nochmal eben anschauen kann, wo diese Methoden zu finden sind. Und wir auch nochmal Bezug darauf nehmen, wo man noch weitere Informationen finden kann. Wie Sie auch sehen können, haben wir versucht, dass die Unterlagen so abwechslungsreich zu gestalten, sodass es nicht nur Folien mit Text sind, sondern dass es auch grafisch so aufbereitet ist, dass man sich die Kenntnisse gut aneignen und auch behalten kann. In dieser Lektion werden jetzt eben verschiedene Methoden vorgestellt, wie man also gewisse Konzentrationsübungen, die man den Auszubildenden mit ihnen auch gemeinsam machen kann. Wie beispielsweise Balanceübungen oder hier verschiedene Fingerübungen, wie ich hier erwähnt habe. Also hier verweisen wir zum Beispiel auch auf YouTube-Videos, auf verschiedene dieser Übungen. Und haben dann hier auch noch einen Teil, wo es darum geht, die Übungen jetzt einfach mal selber auszuprobieren. Man kann dann von hier jeweils auf einen weiteren Teil klicken und ist dann mit der Übung durch. So, jetzt gehe ich noch mal ganz kurz in die Präsentation zurück. Genau. Wollte Ihnen nämlich noch ich hoffe, dass ich damit Ihnen jetzt mal einen guten, groben Einblick geben konnte, in was die Materialien grundsätzlich so beinhalten. Wenn Sie da jetzt noch Fragen dazu haben oder mehr dazu wissen wollen, können Sie mich gerne kontaktieren, telefonisch oder per E-Mail. Und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, ich konnte Ihnen einen guten Einblick in Modul 4 geben. Vielen Dank.